Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch an meinem Audi A2, wie man die Bremsscheiben und Bremsbeläge wechselt. Das Prinzip ist bei vielen VAG-Modellen gleich. Ich mache euch meine Liste unten in die Infobox rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Bevor man anfängt, sollte man den Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren. Wenn es so wie hier auf Maximum steht, sollte man auf jeden Fall etwas absaugen. Am besten geht das mit so einer Spritze hier. Bei Minimumstand braucht man das nicht. Wenn man mit Bremsflüssigkeit hantiert, sollte man sehr vorsichtig sein und den Kontakt mit Haut und Augen unbedingt vermeiden. Am besten Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Lack- und Kunststoffteile sollten ebenfalls nicht mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen. Falls doch, sofort mit viel Wasser abspülen. Auto ist angehoben und als erstes kommt das Rad ab. Jetzt zeige ich euch mal kurz, warum ich die Bremsscheiben bei mir neu mache. Schaut mal hier. Auf der Bremsscheibe ist schon eine Riefenbildung zu sehen. Und die Verschleißgrenze ist hier auch schon erreicht. Das erkennt man daran, dass bei einer verschlissenen Bremsscheibe sich am Rand ein fühl- und sichtbarer Grat bildet, so wie hier. Da die Scheibe sich nur dort abnutzt, wo das Reibmaterial des Bremsbelags anliegt. Je höher der Grat ist, umso mehr ist die Bremsscheibe verschlissen. Und die hier muss auf jeden Fall neu. Als ersten Schritt die Klammer vom Bremsschlauch abnehmen. Und den Schlauch ausfädeln. Dann die beiden Abdeckkappen hier und hier abnehmen. Dann noch den Stecker für die Bremsverschleißanzeige abstecken. Den gibt es nur auf der linken Seite. Als nächstes nehme ich mir ein Stück Draht und befestige den hier oben an der Feder. Da befestige ich später den Bremssattel, damit das Gewicht des Bremssattels den Bremsschlauch und den Bremsschlauchhalter nicht belastet bzw. nicht beschädigt. Jetzt kommt der Bremssattel ab. Dafür schraubt man mit dem 7er Inbus die beiden Führungsbolzen hier und hier raus. Die Führungsbolzen müssen für den Einbau später metallisch blank sein. Die müssen aussehen wie neu. Um das zu erreichen, lege ich die gleich in ein Glas mit Optiglanz. Das ätzt alle Verschmutzungen binnen 10 Minuten weg. Die braucht man dann später nur kurz mit klarem Wasser abspülen und trockenpusten. Fertig. Nun nehme ich den Bremssattel ab. Und mache den an meinen Draht fest. Die Bremsbeläge können auch gleich raus. Als nächstes nehme ich die Bremsscheibe ab. Dafür muss man die Fixierschraube hier mit einem T30 Torx rausschrauben. Und schon kann man die abnehmen. Wenn ihr schon an der Bremse dran seid, kontrolliert auch gleich die Staubmanschette, ob die Beschädigungen hat, der Bremskolben dicht ist und auch nicht zu stark verrostet ist. Dann schaut euch gleich mal den Bremsschlauch an, ob der nicht porös ist
oder irgendwo Undichtigkeiten sind. Hier sieht alles gut aus. Jetzt sollte die Radnabe penibel gereinigt werden. Hier dürfen weder Rost, Dreck oder irgendwelche anderen Rückstände vorhanden sein. Die Oberfläche sollte metallisch blank sein. Nur so liegt nachher die Bremsscheibe plan auf und läuft in einer Flucht mit der Achse. Dann sollte noch die Anlagefläche vom Bremskolben und diese Anlageflächen hier gereinigt werden. Und noch hier die Laufflächen, wo später die Bremsbeläge sitzen. Diese Werkzeuge eignen sich am besten, um alles richtig sauber zu machen. Setzt euch auf jeden Fall eine gute Atemschutzmaske und eine Schutzbrille dabei auf. Ganz wichtig. Ich werde die Reinigungsszene nicht mitfilmen, da mir mein Kamerafuzzi und die Kamera zu schade sind. Wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin und sich die Staubwolken verzogen haben. Dann schauen wir uns das Ergebnis gemeinsam an. Bis gleich. So, die Luft ist wieder rein. Und so sollten die Anlageflächen und die Laufflächen ungefähr aussehen. Die Radnabe ist auch wieder metallisch blank. Als nächstes muss der Bremskolben zurückgedrückt werden. Das mache ich mit so einem Bremskolbenrücksteller. Kann man aber auch mit einer Schraubzwinge machen. Mit der Zange würde ich nicht so empfehlen, aber zur Not geht es auch. Jetzt noch Bremspaste auf die Laufflächen auftragen, wo später die Bremsbeläge laufen. Bei den Bremsbelägen muss man unbedingt darauf achten, dass dieser hier, wo Kolbenseite steht, auch hier eingebaut wird, da die Klammern unterschiedlich sind. Mit viel Kraft und Gewalt bekommt man die auch andersrum rein, also unbedingt darauf achten. Nun kommen wir zur Bremsscheibe. Wenn die so ist wie bei mir, lackiert, kann man die einfach so einbauen. Es gibt auch Hersteller, die liefern die metallisch blank mit einer dünnen Fettschicht. Die müsst ihr natürlich vorher entfetten, mit Verdünnung oder Bremsenreiniger. Laut Herstellerleitfaden wird die Bremsscheibe auf die metallisch blanke Radnabe montiert. Aber es gibt immer wieder Leute, die müssen überall was draufschmieren. Für die gilt der Grundsatz, wer gut schmiert, der gut fährt. Also für die Leute, die unbedingt was draufschmieren müssen, nehmt dann die spezielle Radnabenpaste. Das ist eine metallfreie Trennpaste. Aber bitte nur ganz dünn auftragen. So, die Bremsscheibe drauf. Die Fixierschraube rein. Und nur handfest anziehen. Laut Hersteller mit 4 Newtonmeter. Wenn ihr jetzt die Reibflächen mit fettigen Fingern angefasst habt, sollte man die auf beiden Seiten mit Bremsenreiniger sauber machen. Als nächsten Schritt den Bremssattel wieder drauf und die Führungsbolzen wieder rein. Auch hier sollen die metallisch blank eingebaut werden, laut Herstellerleitfaden. Für die Leute, die das Schmieren nicht lassen können, kann man die hauchdünn mit zum Beispiel Plastilub einfetten. Aber wie gesagt, im Herstellerleitfaden steht nichts vom Einfetten. Die werden mit einem 7er Imbus und 28 Newtonmeter festgezogen. Den Draht nicht vergessen abzumachen.
die beiden Kappen drauf. Den Stecker für die Bremsbelag-Verschleißanzeige hier drauf stecken. Den Bremsschlauch wieder einfädeln und mit der Klammer sichern. Jetzt ist diese Seite fertig. Das gleiche macht man auf der anderen Seite. Denn Bremsscheiben und Beläge müssen immer beidseitig gewechselt werden. Nun das Rad wieder montieren. Die Radschrauben nur leicht vorziehen. Die werden nachher mit 120 Newtonmeter festgezogen. Und die Radkappe wieder drauf. Nach jedem Bremsbelagswechsel muss im Stand das Bremspedal mehrmals kräftig durchgetreten werden, damit die Beläge ihren Betriebszustand einnehmen können. Wenn man jetzt wieder einen Bremsdruck spürt, ist alles okay. Zum Schluss muss man noch den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und gegebenenfalls was nachfüllen oder absaugen, so dass der Stand beim Maximum steht. Ich habe für euch noch einen wichtigen Hinweis. Während der ersten 200 Kilometer müssen die Bremsscheiben und Beläge eingefahren werden. In dieser Zeit sind, wenn es die Fahrsituation erlaubt, Gewalt- und Dauerbremsungen zu vermeiden. Und man sollte die Bremse auch nicht schleifen lassen. Das könnte zu einem vorzeitigen Verglasen der Bremsbeläge führen. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Regina.